Hallo und willkommen bei der Fahrschule Punkt. Mein Name ist Soran und wir haben heute das Thema Vorfahrt. Wir reden über die Grundregel rechts vor links. Dabei ist es wichtig zu wissen, wann gilt rechts vor links, was sind die Ausnahmen vom rechts vor links und wie verhalte ich mich an einer Kreuzung, wo rechts vor links gilt. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wann entsteht ein Vorfahrtsfall? Ein Vorfahrtsfall entsteht, wenn sich zwei Fahrzeuge ungefähr zur gleichen Zeit aus unterschiedlicher Richtung an eine Kreuzung oder Einmündung nähern. Das heißt, wir brauchen eine Kreuzung oder eine Einmündung. Und wir brauchen Fahrzeuge, denn die Vorfahrt gilt für alle Fahrzeuge, egal ob Pkw, Krafträder, Fahrrad, Bus, Bahn, Lkw und so weiter. Und wichtig ist dabei, woher man kommt und nicht wohin man fährt. Und wenn da an der Kreuzung keine Verkehrszeichen stehen, dann gilt rechts vor links. Nehmen wir mal an, wir sitzen im weißen Fahrzeug. Dann hat der rechts von uns Vorfahrt. Das heißt also, das schwarze Fahrzeug darf zuerst fahren. Treffen sich drei Fahrzeuge an einer Kreuzung, wie in diesem Beispiel, dann fährt das schwarze Auto zuerst, dann das weiße Auto und zum Schluss das rote Auto. Wenn sich vier Fahrzeuge ungefähr zur gleichen Zeit an der Kreuzung treffen, muss einer auf die Vorfahrt verzichten. Der Fahrer im weißen Auto verzichtet auf die Vorfahrt. Er muss einem Fahrzeug mit Handzeichen signalisieren, dass er fahren darf. Aber die Frage ist, welchem Fahrzeug? Dem Fahrer vom schwarzen Fahrzeug kann er kein Handzeichen geben, denn das schwarze Fahrzeug hat sowieso Vorfahrt vor ihm, da gilt ja rechts vor links. Also kann er nur dem Fahrer vom roten Fahrzeug ein Handzeichen geben. Denn vor dem roten Fahrzeug hätten wir ja Vorfahrt und wir verzichten hiermit auf unsere Vorfahrt. Somit fährt zuerst das rote Fahrzeug, dann das gelbe Fahrzeug, dann das schwarze Fahrzeug und zum Schluss das Fahrzeug, was auf die Vorfahrt verzichtet hat. Es gibt auch Ausnahmen, wo kein rechts vor links gilt. Und zwar, wenn man von einem abgesenkten Bordstein kommt, aus einem Feld-, Wald- oder Wiesenweg oder aus dem verkehrsberuhigten Bereich. In der 30er-Zone gilt in der Regel rechts vor links. Aber auch da gibt es Kreuzungen, die beschildert sind und wo man Vorfahrt hat. Es gibt Straßen, wo 50 erlaubt ist, aber in denen trotzdem noch rechts vor links gilt. Wie hier an dieser Kreuzung. Es ist 50 erlaubt, aber es gilt rechts vor links. In Industriegebieten kommt es oft vor. Woran erkennt man denn eine Kreuzung oder Einmündung? Das ist wichtig zu wissen, denn wir dürfen ja keine Straße übersehen. Wir können es daran erkennen, wenn Bordsteinkanten um die Ecke gehen oder am Straßenschild. Oder an den Lücken zwischen den geparkten Autos. Da könnte eine Kreuzung kommen. Oder bei dem Verkehrszeichen. Das ist ein Hinweis dafür, dass eine Kreuzung kommt, an der rechts vor links gilt. Wenn man an eine Kreuzung ranfährt, wo man keine Vorfahrt hat, darf man nur so schnell fahren, dass man jederzeit stehen bleiben kann, wenn plötzlich einer auftaucht. Und die Kreuzung zügig verlassen. Es gibt auch Straßen, die besser einsehbar sind. Da kann man etwas zügiger vorbeifahren. Diese Straße ist sehr unübersichtlich. Durch die Hecke wird die Sicht verdeckt. Da muss man besonders langsam ranfahren und sich reintasten in die Kreuzung. Und wenn alles frei ist, dann zügig verlassen. Hier kommt rechts eine reine Einbahnstraße.
Da dürfte eigentlich kein Fahrzeug rauskommen. Aber bei dem Zusatzschild Radfahrer kreuzen, da muss man aufpassen. Denn da könnte nämlich ein Fahrradfahrer von rechts kommen. Und der hat ja dann auch Vorfahrt, denn da gilt auch rechts vor links. Hier haben wir rechts Verbot der Einfahrt. Aber Vorsicht, wir können zwar nicht reinfahren, aber da können Fahrzeuge rauskommen. Auf Parkplätzen wie vor Supermärkten oder Baumärkten gilt auch rechts vor links. Kreisverkehre sind in der Regel beschildert. Aber wenn da keine Verkehrszeichen hängen, dann gilt da auch rechts vor links. Also hat hier im Beispiel das rote Auto Vorfahrt vor dem blauen Auto. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es gibt auch bald wieder ein neues. Folgt uns doch einfach auf Facebook oder Instagram oder auf der Internetseite www.fahrschule.de. Seitdem auf dem neuesten Stand. Vielen Dank und tschüss.